Hallo zusammen, willkommen bei einem neuen Video. Heute geht es mal um unsere AKA-Core Abschäumer. Ich möchte euch ein bisschen was vorstellen, was können sie, woraus bestehen sie und später packen wir auch noch mal einen zusammen aus, dass ihr mal seht, wie kommt das Ganze zu euch nach Hause. Ja, starten wir doch mal. Gucken wir uns doch mal hier bei unserem ACS 120, hätte ich gesagt, mal die Komponenten an. Die Komponenten sind eigentlich immer gleich, natürlich unterschiedliche Größen, aber so die Grundspezifikationen, die Vorteile haben sie sozusagen alle. Unten angefangen, wir haben kleines Gimmick, aber wichtig, Gummifüße, das heißt entkoppelt vom Technikbecken. Ihr habt hier vibrationsarme Füße, keine Übertragung. Wir haben unten dran natürlich Titanschrauben, ganz wichtig, damit nichts wegrostet. Ihr seht innen schon das Herzstück, unsere Sitche-Pumpe, die wir immer noch mal leistungsoptimieren lassen. Weniger Energieverbrauch, dafür effektive Leistung, genau abgestimmt auf unseren Abschäumer. An der Pumpe dran hängt unsere Venturi-Düse. Bei der Venturi-Düse seht ihr zwei Knubbel. Im Prinzip ein Knubbel ist hier schon mal belegt mit dem Lufteinlass und wenn ihr da abzieht, habt ihr nochmal einen Ozonanschluss, auch den bei allen drei Größen. Habt euch bestimmt schon gewundert, was ist jetzt das? Sieht ja nicht so ganz gewöhnlich aus. Also wir haben natürlich einmal die Blasenkammer und auf der Blasenkammer unsere Babyskimmer. Bringen euch den Vorteil, dass das Schaumbild noch wesentlich effektiver gemacht wird. Ihr seht hier auch die konische Form, also quasi nach oben dünner zulaufend. Dadurch wird auch nochmal das Schaumbild wesentlich gesteigert, verbessert. Einfach der Schmutzaustrag optimiert. Soll ja auch was rausgehen aus dem Becken. Entschuldigung, aus dem Aquarium. Ich möchte ja bei Fachbegriffen bleiben. Hinten dran eine verstellbare, justierbar, ich drehe es mal in die Richtung, eine Höhenregulierung für den Wasserauslass. Dadurch könnt ihr... Ich kaufe eine Tüte Deutsch. Eine Höhenregulierung natürlich. Da könnt ihr einstellen, im Prinzip wie der Wasserstand im Abschäumer ist. Daneben seht ihr oben gleich den Schalldämpfer. Der ist jetzt nicht, ich habe die Schraube nochmal festziehen. So, der ist jetzt nicht wackelig, sondern er ist beweglich. Das heißt, es gehört so. Ihr könnt Plus und Minus drehen, könnt daran einstellen, wie viel Luft mit reinkommt in das ganze Luft-Wasser-Gemisch und könnt zwischen Nass- und Trockenabschäumung wählen. Obendran noch der Schaumtopf. Natürlich, ich mache ihn hier mal ab. Und wie ihr seht, mit praktischem Griff, heißt, ich setze ihn nochmal auf den Bajonettverschluss, drehe ihn zu, nicht mehr zwei Hände, sondern eine Hand an den Abschäumer, zweite Hand dreht ihn auf, nimmt den Topf ab. Und hier noch ein Gimmick, Deckel ist gleichzeitig die Untertasse, der Untersetzer, und ihr vertropft also nichts, wenn ihr den Schaumtopf ausleert. Obendrauf, das sieht man jetzt bei diesen hier nochmal besser, haben wir einen runden Deckel. Der führt dazu, dass der Schaum, wenn er mal hochkocht, sich besser bricht und nicht dazu verleitet, dass der Deckel sich bewegen würde, sondern daran wandert der Schaum wieder nach unten und geht dann über den Auslass mit raus. Wo ist der Controller für die Pumpe? Einfach gesagt, der ist hier. Denn du brauchst keinen Controller bei uns. Der AKA-Core ist so ausgelegt, es ist ein Plug-and-Play-Gerät. Unsere Pumpe ist quasi so optimiert und so darauf ausgelegt, auf die Leistung für den Abschäumer, dass immer die optimale Leistung anliegt. Und unsere Idee dahinter ist ja, du stellst den Abschäumer rein, baust ihn erstmal zusammen, ne, wäschst ihn einmal mit warmem Wasser aus. Auch wichtig, kein Reinigungsmittel, um vielleicht mal Öle oder so von der Produktion mit abzuwaschen. Dann steckst du ihn ein, regelst hier hinten an den Drehreglern deinen Wasserstand und dein Luft-Wasser-Gemisch und dann wird das Teil laufen. So wird er aber nicht geliefert, oder? Gut, ja, nee, richtig. Er wird nicht zusammengebaut, geliefert. Er soll ja auch wirklich immer heil bei euch ankommen. Deswegen, ihr kriegt immer so einen schicken weißen Karton. Ich mache mal auf, ich zeige euch mal, was da drin ist. Ich habe schon ein bisschen die ganzen Transportsicherungen entfernt, damit ihr es schneller seht. Wir haben zum einen unseren Grundkörper. Dann haben wir hier mal die Blasenkammer mit den Babyskimmern oben auf der Platte. Wir haben unseren Schaumtopf, unsere Pumpe, einmal unseren Schalldämpfer, Ablaufrohr, das wir an den Schaumtopf ansetzen können. Und natürlich eine Anleitung,
auch mehrsprachig, damit ihr alle nachgucken könnt, wie baue ich ihn zusammen. Ja, wie geht's jetzt los? Also wie gesagt, ihr habt hier eine Anleitung immer mit dabei, also ihr könnt da auch wirklich Schritt für Schritt dann alles nachverfolgen. Ich zeige es euch mal kurz. Ihr braucht eigentlich nur einen Schraubenzieher dazu, dreht hier die Titanschrauben vom Gehäuse weg. Also dann nehmt ihr mal den Grundkörper ab. Hier seht ihr die Befestigung für die Pumpe. Pumpe wird aufgesetzt. Und zwar nehmt ihr das, ihr könnt diese Schrauben hier, die haben auch alles so einen Riffelrand, die könnt ihr mit den Fingern lösen. Setzt hier die Pumpe rein, führt diese Halter rein, dreht zu. Kann man auch dann mit einem Schlitzschraubenzieher wieder anziehen. Genau. Venturi-Düse nehmen wir mal ab. Die muss ja dann von außen mit drauf. Hinten seht ihr Kabelführung. Dann nehme ich meine Blasenplatte, drehe mir hier in der Mitte die Schraube auf. Pass auf, dass ich mir die Babyskimmer nicht kaputt mache. Genau. Und dann seht ihr hier, das ist quasi ein Bauteil. Setze ich hier auf die Pumpe auf. Ja, kann man dann einmal hier ausmitteln. Kann das hier mit festdrehen, dann kann da nämlich auch nichts verrutschen. So, und jetzt kommt ein wichtiger Part, wenn ihr euch die Blasenplatte, jetzt haben wir sie mal ausgebaut, anseht, hier fehlt quasi ein Babyskimmer oder zwei, das ist aber Absicht so. Und dieser Part muss am Ende genau über dem Auslass sitzen. Das heißt, ihr setzt es auf, guckt, wo ist das, der Freiraum, nehmt die Schraube, trefft vielleicht sogar wieder das Loch und dreht die Schraube rein. Jetzt sitzt das Ganze fest. Ihr seht es von oben, sitzt genau über dem Auslass. Also ganz wichtig, darauf bitte achten beim Zusammenbau. Steht aber alles in der Anleitung. Jetzt haben wir schon mal die Basis hier zusammengebaut, nehmen dann wieder unseren Grundkörper, setzen ihn drauf und jetzt geht es wieder dran, die Titanschrauben reinzuschrauben. Das ersparen wir euch jetzt mal und spulen, hätte ich gesagt, wieder ein bisschen vor. Bis gleich. Also, Grundkörper sitzt drauf, jetzt kommt die Venturi-Düse wieder drauf. Auch hier ein Tipp, es reicht wirklich, die Venturi-Düse handfest aufzustecken. Also ihr müsst hier nicht mit massiv Druck oder irgendwas arbeiten, wirklich nur handfest rein, die sitzt dann auch sicher drauf, völlig ausreichend. Und hier könnt ihr auch dann euren Lufteinlassschlauch auf den Nippel stecken. Was gibt es denn da zu lachen? So, ein bisschen ernst im Videodreh bitte. Jetzt noch den Schalldämpfer und Lufteinlass hier mit drauf, damit auch Ruhe ist und genug Luft für den Abschäumer da ist. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Schaumtopf, denn der ganze Schlotter, den der aus eurem Aquarium holt, der muss ja auch irgendwo hin. Setzen hier unten noch den Ablassschlauch mit an. Aufsetzen, festdrehen, Deckel drauf, los geht's. Wie ihr seht, der Zusammenbau ist wirklich sehr einfach. Das schafft ihr zu Hause auch locker. Nach dem 4. Abschäumer, den ich zusammengebaut habe für dieses Video, habe ich auch nicht mal mehr die Anleitung gebraucht. Ich hätte gesagt, auseinanderbauen habe ich aber trotzdem keine Lust jetzt gerade. Wollen wir sie vielleicht verlosen? Okay, dann verlosen wir die doch einfach an euch. Hätte ich gesagt, das ist eine gute Idee. Guckt mal in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Infos. Und wenn ihr noch Fragen habt, bitte immer an uns wenden, egal ob ihr den schon gekauft habt oder euch vorher informieren möchtet. Ihr könnt uns anrufen, E-Mail schreiben, Facebook, Instagram, Twitter, Live-Chat haben wir jetzt auch noch neu für euch. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wie heißt das mit den Videos? OnlyFans. Das war wieder was anderes. YouTube, genau, YouTube. Also ihr könnt uns auch auf YouTube anschreiben. Meldet euch einfach, löchert uns mit euren Fragen, dafür sind wir da. Ansonsten viel Spaß mit dem AKQ-Abschäumer und ja, gebt uns mal ein Feedback. Bis zum nächsten Video, wir sehen uns.